Ja, wir warten jetzt noch bis zum geplanten Kaiserschnitt, bis es soweit ist, bis dann das Kind erst versorgt wird. Und mein Mann, der wird dann hoffentlich ganz schnell auch zum Kind gehen können, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist und natürlich auch Bilder zu zeigen mir. Und sobald ich fit bin, freuen wir uns, dass wir meinen Kleinen dann auch mal sehen können. So, nochmal Hallo, Frau Diete, grüß Sie. Ich bin Dr. Hin mitgebracht. Ja, wir werden gemeinsam die Kinderplan nehmen. Bei der angeborenen Zwerchfellhernie handelt es sich um eine Entwicklungsstörung des Zwerchfellmuskels. Es kommt nicht zum kompletten Verschluss der Muskelplatte zwischen Bauch- und Brustraum. Je nachdem, wie groß dann dieser Defekt im Zwerchfell, also das Loch, sich präsentiert, können mehr oder weniger Organe aus dem Bauchraum in den Brustraum sich verlagern und behindern damit die Entwicklung der verbleibenden linken Lunge. In 90% der Fälle ist der Defekt links oder halt auch in 10% der Fälle dann der rechten Lunge. Und das führt eben zu den Lungenproblemen bei der Zwerchfellhernie. Im Nebenraum wird das Kind entbunden per Kaiserschnitt durch die Frauenärzte. Die Mama bekommt das Kind zu sehen nach der Entbindung und anschließend kommt das Kind hier auf die Versorgungseinheit und wir versorgen das Kind entsprechend der Erkrankung. Wenn wir ein Kind mit einer angeborenen Zwerchfellhernie betreuen, ist es wichtig, dass das Kind nicht zu viel Eigenatmung hat und durch die Eigenatmung den Darm nicht aufbläht. Deshalb wird das Kind direkt nach der Geburt durch unser Team intubiert. Nach der Intubation beginnt die künstliche Beatmung und anschließend wird das Kind über Infusionen, über periphere Zugänge, Kreislauf stabilisiert, damit wir es dann in Ruhe auf Station weiter betreuen können. Die Erstversorgung ist eine ganz wichtige Sache. Man kann hier durch geübte Abläufe mit einem erfahrenen Team die Lunge sehr, sehr schonend behandeln. Dann zeigt sich anhand der ersten Blutgaswerte auch schon bald ein Trend oder auch hier kann man dann sehr schnell mit einer zuverlässigen Erstversorgung beurteilen, ob die Größe der Lunge dem vorgeburtlichen Vorhersagewert entspricht und wie wahrscheinlich die ECMO wird und kann sich dann in Ruhe darauf vorbereiten, ohne dass Sauerstoffmangel droht. So, Sie können mal Hallo sagen. Hallo. Ich habe schon gelesen, Oskar, gell? Oskar, genau. Ja. Prima. Der Seite bei mir, Direkt auf dem Zaun entlang. Die Erstversorgung ist ziemlich gut gelungen, vom Ablauf her schnell. Das Baby hat jetzt den Tubus. Die rechte Seite stellt sich gut dar, links sind die Organe verlagert wie erwartet. Ansonsten ist das Kind jetzt schön in Narkose, hat zusätzlich zu den 2 Zugängen im Kreissaal noch einen zentralen Venenkatheter für die Kreislaufmedikamente und die künstliche Ernährung bekommen. Auf der rechten Seite die Arterie misst eine schöne Blutdruckkurve. Wir haben einen stabilen Zustand. Wir werden sehen, was die nächsten 1-2 Stunden ergeben. Links, rechts wechseln. Wir haben hinter dem Herzen wunderschön Lunge, auch weit runter. Herz ist aber ganz rüber. ZVK ist eher tief, könnte ich einen Zentimeter rausziehen. Aber das, wenn er da jetzt gut liegt, ich schalte ihn gleich, dann lassen wir den mal. Und links sieht man fast gar keine Lunge. Wir müssen die Magensonde noch hier in diese Magenblase bringen. Ist alles gut.
Stopp, stopp, stopp. Gut, also die Wirbelsäule, die Aorta ist schon mal auf der rechten Seite der Wirbelsäule. Normal führt sie hierher. Das heißt, die ganzen Gefäße sind nach rechts verschoben. Aber Herz, Tendenz, ECMO. Ja, Herr Diete, jetzt ist Baby hier und stabil und wir freuen uns, dass die Erstversorgung und technisch alles so gut geklappt haben. Rechts ist die Lunge gut ausgebildet, aber das Herz ist ganz nach rechts gedrückt und die Organe eben, die Leber, der Magen, die Milz, der Darm, alles hier im linken Brustkorb nimmt relativ viel Platz weg. Wir hatten errechnet von der Größe der Lunge, dass wir schon ein ECMO-Risiko von ein bisschen mehr wie 50% haben und die nachgeburtlichen Parameter für die Prognose, also von der Sauerstoffversorgung, vom Kohlendioxid und auch vom Herzultraschall, zeigten dann doch, dass es eine Unterstützung mit der ECMO für das Kind notwendig macht, der Fall. Und wir haben dann mit den Chirurgen besprochen und uns entschieden, eben diese ECMO-Therapie zu beginnen. Den operativen Teil. Wir werden einen kleinen Schnitt hier am Hals machen. Da laufen die beiden großen Halsgefäße, die Arterie vom Herzen weg und die Vene hin. Und die werden wir freilegen und in diese beiden Gefäße die Kanülen reinstecken, die dann praktisch für eine gewisse Zeit die Lungenfunktion ersetzen sollen. Die werden gut befestigt, dann wird die Wunde wieder zugenäht und das Ende der Kanülen dann an das ECMO-System angeschlossen. Die ECMO benötigen wir für die kritischen Fälle, bei denen die Leber mitverlagert wird. Und in der Regel ist das 1/3 aller Kinder, die uns hier vorgestellt werden. Sie ermöglicht außerhalb des Körpers, wie es der Name sagt, extrakorporale Membranoxygenierung, eine Sauerstoffaufnahme. Es ist also quasi eine Krücke für die Lunge. Zusätzlich entlastet sie den Kreislauf. Also das rechte Herz wird entlastet und muss nicht mehr das Blut durch diese kleine Lunge pumpen. Vor der Geburt ist das kein Problem, da gibt es Kurzschlussverbindungen. Nach der Geburt wird die Lunge benötigt und hier können wir eben dieser kleinen Lunge eben eine Chance geben, dass sie sich vorsichtig entfalten kann und dass sich vorsichtig dann über einen Zeitraum von 8 bis 14 Tagen die Durchblutung dieser Lunge verbessert und wir dann eine Situation erzielen können, wo der Patient dann auch mit seiner Lunge zurechtkommt. Heute ist Oskars großer OP-Tag. Der Zwerchfell soll verschlossen werden, indem der Schnitt durch den Bauch gemacht wird. Die Organe, die aus dem Bauchraum im Brustkorb sind, werden nach unten verlagert, sodass seine Lunge dann Platz hat zu wachsen. 10 Tage ECMO liegen hinter uns, 3 Tage, wo er jetzt ohne ECMO stabil ist. Und ja, wir sind jetzt guter Dinge, dass er auch die OP gut meistert. Es ist zwar manchmal auch schwierig, an einem Bett zu sitzen mit einem Kind, wo man eigentlich nicht wirklich was tun kann, aber ich denke schon, dass er merkt, dass jemand da ist. Also definitiv, er kneift mal die Finger zusammen, so gut es ihm möglich ist, wenn man einen Finger drin hat. Und er guckt auch mal und er kennt die Stimmen. Und wir haben ihm Geschichten vorgelesen. Also ich denke schon, dass er da auch reagiert und das mitbekommt, ob Mama und Papa jetzt da sind oder nicht. Also mir war es wichtig, so oft es geht, so gut es geht, auch da zu sein, obwohl man sich selbst natürlich auch ein bisschen Zeit gönnen muss und Erholung noch nach der
Kaiserschnitt und auch sonst. Ich und auch mein Mann, wir fühlen uns eigentlich heute gut, sind sehr optimistisch, weil er uns auch das Gefühl gegeben hat in den letzten Tagen, dass er das schafft und auch heute. Also wir haben da keine Zweifel mehr und sind deshalb zwar auch ängstlich, aber auch recht entspannt und sind froh, dass wir jetzt den nächsten Schritt wieder machen können zusammen mit ihm. Bei Oskar hat sich die Situation jetzt mit Hilfe der ECMO-Behandlung stabilisiert. Die Lunge war ja nicht so groß und er hatte Unterstützung der ECMO benötigt. Jetzt ist das Ziel, was die ECMO erreichen kann, eingetreten, nämlich der Druck in der Lunge ist so weit abgefallen, dass man den Sauerstoff reduzieren kann, dass der Kreislauf stabil ist und dass jetzt heute, 2 Tage nach Ende der ECMO, die Operation gefahrlos durchgeführt werden kann. Das Zwerchfell, was normalerweise den Brustraum vom Bauchraum trennt, hat sich nicht korrekt entwickelt und es besteht eine offene Verbindung zwischen diesen beiden Höhlen und wir werden jetzt in einem Eingriff diese Verbindung verschließen mit einem sogenannten Kegelpatch. Ja, das ist unser Plan, was wir hier in Mannheim ja sehr, sehr oft operieren. Er hat einen sehr großen Defekt. Das ist vor allen Dingen ein Problem dann, weil bei großen Defekten ist die Stabilisierung des Kindes postnatal durch die Kollegen der Intensivstation sehr, sehr wichtig. Und das ist teilweise eine sehr intensive Atem- und Kreislaufunterstützung, die notwendig ist, verlangt auch einige Medikamente natürlich, die zur Unterstützung notwendig sind. Man möchte so wenig Stress wie möglich für das Kind, sodass man eben nicht das Kind jetzt unten im OP operiert, sondern eben hier am gewohnten Platz. Man muss eben sagen, es ist eigentlich überhaupt gar kein Routineeingriff für andere Häuser und Mannheim ist aufgrund der früher sehr häufig benötigten ECMO-Therapie eben das Zentrum in Deutschland für Zwerchfellhernien geworden und somit kommen auch deutschlandweit eben entsprechend die Patienten. Für uns ist es somit ein Routineeingriff, weil wir mindestens eine OP in der Woche in der Regel haben. Und Routine ist wie bei jedem anderen operativen Eingriff einfach sehr gut, um möglichst viele Fehlerquellen zu vermeiden und eben eine Operation optimal durchzuführen. Im Idealfall ist jetzt der Oskar fertig mit den Eingriffen. Es ist gelungen, eben die Organe sicher im Bauchraum zu positionieren. Es wurde ein Hütchenpatch eingenäht, der hat im Bauch dann etwas Platz gelassen für die Milz und den Magen an der richtigen Position. Der Darm ist natürlich nicht unbedingt an der richtigen Position. Das muss man dann für später wissen, falls er mal eine Blinddarmoperation oder irgendwas nötig hat. Sind die Bauchschmerzen nicht unbedingt an typischer Stelle. Das gehört dazu zu der Zwerchfellhernie. Aber was mir gefällt natürlich als Intensivmediziner ist, dass die Lunge jetzt alle Möglichkeiten hat, sich zu entfalten. Dass wir, wie ich heute Morgen gesagt habe, den Lungenhochdruck überwunden haben und dass jetzt eben diese unterentwickelte linke Lunge auch nachwachsen kann. Und im Idealfall gelingt es jetzt an erster Stelle die Nahrung aufzubauen, dass er jetzt über den Darm ernährbar ist, der Oskar. Und an zweiter Stelle eben die künstliche Beatmung zu entwöhnen, ihn langsam aufwachen zu lassen. Wir werden sicher Entzugserscheinungen haben. Das ist jetzt ein Prozess, der geht nochmal über 2, 3, maximal 4 Wochen, bis er dann alleine atmen kann. Und dann ist jetzt der Plan, dass er, sagen wir mal, auch in dem Zustand irgendwann mal in spätestens 6 bis 8 Wochen nach Hause entlassen werden kann. Und dann haben wir eine Gesamtbehandlungsdauer eines Kindes mit einer schweren angeborenen Zwerchfellhernie von ca. 3 Monaten.
So, Oskar, heute darfst du nach Hause fahren. Mama ist schon vorbereitet, der Papa auch und dein Bruder freut sich auf dich. Jetzt gucken wir noch einmal, wie du heute schnaufst. Die letzten Tage hast du das gut gemacht. So, also ich denke, das passt alles, um nach Hause zu fahren. Um zu Hause zwar ein bisschen mehr Unterstützung mit Geräte zu haben, aber das sollte trotzdem klappen. Ja, der Oskar gibt sich Mühe, aber er schafft es noch nicht ganz, alles selbst zu trinken. Deswegen braucht er noch eine Magensonde. Es ist wichtig, dass auch die Eltern wissen, wie es funktioniert. Man muss darauf achten, dass die Magensonde logischerweise im Magen landet und nicht in der Luftröhre. Und das muss man einfach ein, zwei Mal gesehen und geübt haben und dann klappt das auch. Ja, Oskar ist jetzt den Weg in der Klinik zu Ende gegangen. Er ist heute auf dem Weg nach Hause. Wir haben eine lange Zeit hier mit ihm verbracht, aber wenn man ihn jetzt heute sieht, dann ist es aller Grund zur Freude. Er hat sich wunderbar gemacht, jetzt so stabilisiert. Die Mama kommt sehr gut mit ihm zurecht und man sieht zwar, dass er noch mit der Lunge und der Atmung Unterstützung hat und auch noch nicht alles selber trinkt, aber das ist jetzt einfach ein Punkt, wo man sagt, hier, die Mama ist fit genug, das zu Hause zu schaffen. Ja, wir haben ja jetzt knapp 15 Wochen hier verbracht und Schritt für Schritt haben wir die OPs gemeistert und dann ging es eben nur langsam bergauf, dass er alleine atmen kann oder halt eben noch mit ein bisschen Unterstützung, dass man langsam das Trinken geübt hat, dass die Medikamente ausgeschlichen werden. Und es waren ja schwere und lange Wochen, zähe Wochen für uns und wir sind jetzt einfach überglücklich, dass wir ihn endlich mit nach Hause nehmen dürfen. Gerade hier auf der normalen Neugeborenenstation, wo wir jetzt seit einigen Wochen sind, darf man sehr viel alleine machen. Man ist eigentlich tagsüber, wenn man da ist, fast alleine für ihn zuständig. Man kann natürlich die Schwestern jederzeit fragen, wenn man was braucht oder Hilfe benötigt. Und ich habe zwar jetzt Angst, mit ihm allein nach Hause zu gehen, weil kein Arzt mehr da ist, aber ich denke, dass ich das trotzdem hinkriege, weil es eigentlich im Grunde nichts anderes ist, als das, was ich bis jetzt auch mit ihm gemacht habe. Also ihn anzuziehen, ihn zu wickeln, ihm die Flasche zu geben, seine Medikamente auch selbst zu richten und ihm über die Sonde zu geben. Das ist eigentlich nichts, was jetzt neu ist, aber natürlich, wenn es aufgeregt, wie reagiert er auf die neue Umgebung, auf das ganze Umfeld mit dem Bruder. Ein Dankeschön aus der Heimat. Ja, Wahnsinn. Über den 7 Bergen. Ja, uns hat es auch Freude gemacht, obwohl nicht der ganze Weg ganz leicht war. Aber jetzt, wie wir ihn sehen, das ist doch toll, ja. Und das ist schon was ganz Besonderes, der Kleine. Alles Gute. Ja? Das dann auch. Schönen Dank für alles. Geld Dasselbe Ich sag nur Tschüss. Ja, Alles Gute, besten gell? Dank. Wir sehen uns. Tschüss. Sieht so verloren aus, Katrin. Moment.